Im Norden von Paraguay ist der Chaco, ein undurchdringlicher Urwald voller wilder Tiere. Wir wollen dieses wilde Paradies auf eigene Faust erkunden und begeben uns auf die Suche nach dem Jaguar. Ein Abenteuer mit bitterem Ende. Außerdem treffen wir den Tierfilmer Ricky Webb. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Willkommen bei Rotausbus. Wir machen heute was richtig Geiles. Wir stehen an der Straße in Richtung Nationalpark Defensores del Chaco. Und der Defensores del Chaco ist einer der großen oder der große Nationalpark hier in Paraguay. Es gibt Jaguare, es gibt Pumas, es gibt Krokodile, es gibt Affen, es gibt alles. Und wir müssen dahin aber 187 Kilometer richtig üble Straße fahren. Ja, das wird jetzt sicherlich einen ganzen Tag dauern. Sind wir sehr gespannt drauf. Und das wird ein richtig fettes Abenteuer, da freuen wir uns drauf. Auf geht's! Es gibt zwei Wege in den Nationalpark. Alle haben uns von diesem Weg hier abgeraten, weil es der schwierigere ist. Da wir Wildtiere suchen, nehmen wir ihn trotzdem und hoffen, dass wir es bis zum Nationalpark schaffen. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind im Nationalpark. Und auch wenn die Straße echt scheiße ist, das hat sich komplett gelohnt. Man hört im Hintergrund die Affen schreien. Und deswegen haben wir auch angehalten, weil Alessandra hat auch einen gesehen, aber die sind schnell, die kann man so schnell nicht filmen. Wir hoffen, dass wir die noch vor die Kamera kriegen. Das ist sozusagen unsere erste Safari in unserem Leben mit dem eigenen Auto. Und echt total cool. Das ist wie sagt man, schwer beeindruckend. Das ist emotional. Wir freuen uns da total drauf. Und wir werden jetzt mal leise sein und mal gucken, ob die näher kommen. Wir fahren immer weiter hinein in den Chaco Nationalpark. Die Wege werden mit jedem Kilometer schlechter. Unser Bus kämpft sich tapfer durch den Sand. Wir wollen es heute noch bis Agua Dulce schaffen. Eine Rangerstation ca. 150 Kilometer entfernt mitten im Urwald.
Absolut müde und mit letzter Kraft erreichen wir in der Dunkelheit endlich Agua Dulce. Imposible caminar, está la arena, todo el polvo completamente en los ojos, de la boca, everywhere. Der Staub ist wirklich überall. Also überall. Es ist nichts verschont geblieben. Also selbst unsere Box ist komplett voll. Und wir haben hier hinten, guckt euch das mal an. Das sind Zentimeter, ein Zentimeter dicke Staubschicht auf dem Auto. Das ist echt krass. Und es wird sofort hart. Wenn da Wasser rankommt, wird es steinhart. Wir sind hier auf einer Ranger-Station direkt neben dem Nationalpark. Und auf der Strecke haben wir ja nur wirklich nicht viel gefunden, außer die beiden Schildkröten und Affen im Hintergrund. Und wir hoffen jetzt mit den Rangern zusammen genau das finden, worauf wir hier eigentlich aus sind. Und nicht nur Sand und Staub und Autofahrtortur. Also vor uns im Staub, den man nicht sieht, das ist der Ranger Wilson. Und Wilson führt uns jetzt an einen ganz besonderen Ort. Wir sagen euch noch nicht, wo es hingeht. Sind da selber total gespannt drauf und hoffen, dass es alles klappt. Und Wilson ist ja der Ranger, also der Wildhüter hier. Also, naja, hoffentlich haut es hin. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch so 10 Kilometer vor uns und es ist so staubig. Ich kann wirklich keine 10 Meter weit sehen. Echt krass. ¿Dónde? Y ahí en Aguada. Okay, perfekto. So, wir sind angekommen und hier endet die Straße. Hier geht es nicht weiter. Da hinten ist nur noch Wildnis und irgendwann kommt Bolivien und sonst gar nichts mehr. Und wir sind heute hier, weil der Ranger meint, es ist Trockenzeit und normal sieht man die Wildtiere jetzt nicht, es ist sehr schwer sie zu finden. Aber da es dieses Jahr sehr trocken ist, suchen die halt Wasser. Und die erste Wasserstelle nach dem Urwald, nach dem, ist halt ja, Wildnis. Die erste Wasserstelle nach der Wildnis ist eben genau dort. So, und deswegen packen wir uns jetzt hier mal für 1-2 Tage hin und warten mal, ob wir die Tiere entdecken, die wir sehen wollen. Also war ganz gespannt. Und auf jeden Fall müssen wir schön leise sein. Die Hunde bleiben drin oder sind angebunden unterm Auto. Ein bisschen Abstand. Und dort ist es schon gehen. Der Wind steht gut, also der Wind steht gegen uns. Das heißt, die können uns nicht riechen. Mal gucken. Ich bin ganz gespannt, ob wir das entdecken.
Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch unseren Kanal. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann findest du unsere PayPal-Adresse in der Videobeschreibung. Se va oscuro. Ja, es wird langsam dunkel. Ich glaube, das Licht reicht nicht mehr. Keine Jaguarete? Nein, kein Jaguar. Auch keine Jogurette. Aber dafür noch Geier. Jetzt habe ich gerade eben eine ganze Familie Geier gehabt. Die waren auch cool. Ja. Aber ich mache gleich Schluss. Die Kamera ist schon am Ende. So, Alessandra ist schon wieder seit ein paar Stunden an der Kamera und Mali und Wilma sind hier, weil es ist echt schweineheiß. Guck mal da unterm Auto. Und wir wollen die natürlich auch nicht mit nach da vorne nehmen, weil erstens verscheuchen sie uns die Viecher und zweitens wollen wir sie auch nicht als Köder verwenden sozusagen. Hier an der Straße, da kommt eigentlich kein Wildtier hin, weil es ja Straße ist und nach Mensch riecht. Weiter unten am Wasser, vielleicht schon anders. Ich gehe mal zu Alessandra jetzt. Ja, jetzt waren wir 2 Tage hier, also 2,5, haben wirklich durchgehend an der Kamera gesessen. Essen ist leer, Bier ist alle, Wasser ist leer. Ja, und wir haben leider kein Glück gehabt, wir haben keinen Jaguar gefunden. Aber einen Jaguar zu sehen in der freien Wildbahn, das ist auch echt kingsheiß, also da muss man schon richtig Glück haben. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Wir fahren ja weiter ins Pantanal Richtung Flüsse. Da werden wir auf jeden Fall viel Wildgetier finden. Vielleicht kein Jaguar, aber Affen, Krokodile, Capybaras. Und das ist jetzt der nächste Step. Bahia Negra heißt es. Wir hoffen, dass wir jetzt an diesem Ranger Point, wo wir waren, da soll es wohl auch Diesel zu kaufen geben. Sicherlich nicht die beste Qualität, aber so 20 Liter mixen mit unserem, der drin ist, das halten wir für sinnvoll. Und dann schaffen wir das auf jeden Fall. Aqui hay canista. Hemos buscado jaguarete, pero no tuvimos suerte. ¿No encontraron? No. Wir kommen genau im richtigen Augenblick zur Rangerstation, um Eli und Ricky kennenzulernen. Ein großes Glück für unsere weitere Reise. Ovejita, oveja, cordero. Yo lo amo. ¿Sí? ¿Comer?
Traje un picante. Die Begegnung mit den beiden wird uns einige Türen öffnen. Ricky ist ein Tierfotograf. Seine Leidenschaft braucht Geduld und große Abenteuerlust. Die Tiere, die wir selbst nicht gesehen haben, können wir auf seinen Aufnahmen bewundern. Ricky und Eli erzählen uns von einem Paradies nähe der bolivianischen Grenze. Wir wollen diesen Ort besuchen. Sie öffnen uns die Tür zum Pantanal, dem größten Feuchtgebiet der Erde. Wir wollten euch ja unbedingt noch Ricky vorstellen. Der hat ja nur leider keine Zeit gehabt im Nationalpark. Und deswegen haben wir uns heute hier zu einem Interview verabredet und können die Fragen stellen, die wir fragen möchten. Hallo Ricky! Hi! Schön, dass wir uns im Nationalpark Defensores del Chaco kennengelernt haben. Hola Björk y Alessandra, un gusto haberlos conocido, un placer haber compartido con ustedes unas cuantas horas en el Chaco, haber podido coincidir de casualidad en el puesto de guardaparques, en este viaje tan faszinante que están haciendo ustedes por Sudamérica. Also wir haben gesehen, dass du mit wirklich viel Leidenschaft die Tierfotografie betreibst. Wann hast du damit angefangen? Y yo creo que empezó desde el momento que tuve mi primera cámara en las manos, cuando tenía 17 años. Ya de eso pasó 22 años. En aquel entonces fotografiaba con una cámara a rollo de película. Luego fui evolucionando a las cámaras compactas a mediados del 2000, luego a las semiprofesionales, hasta llegar a estas cámaras profesionales que sí ya me entraron completamente en este mundo fascinante de la fotografía silvestre, tanto nacional como internacional. Ist das dein Beruf oder dein Hobby? Yo lo tomo más como un hobby, ya que de profesión soy licenciado en diseño y comunicación gráfica. Y lo de la fotografía de naturaleza es un escape de la urbanidad y una conexión con la naturaleza que trato de hacerlo los fines de semana o en mis vacaciones, 3 veces al año, viajes nacionales en el interior del país, haciendo fotografía de la naturaleza, de animales, fomentando la conservación, y también trato de hacer viajes internacionales, conociendo otros países, siempre enfocándome en lo que es la naturaleza. Sag mal, Ricky, wir haben jetzt ewig den Jaguar gesucht und keinen gefunden. Wie war es denn für dich, als du deinen ersten Jaguar in freier Wildbahn gefunden hast? Fue hace un año atrás en la Reserva Privada Caña del Carmen, que es una reserva del Chaco, fronteriza con Bolivia. Recuerdo haber estado 5 días buscando a este felino. Salía a tempranas horas de la mañana, altas horas de la tarde y noche, caminaba muchos kilómetros, pero sin resultados positivos. Hasta que la última noche, el 5.º día, me gusta decir que ella decidió aparecer frente a mí, decidió pasar frente a mí. Y recuerdo que la guardaparque de la reserva, Doris Dávalos, entró rápidamente gritándome que un jaguarete estaba pasando frente a la casa. Ella con una voz de miedo. Salimos con la linterna y al alumbrar vimos la silueta y esos colores hermosos y fascinantes. Era un ejemplar hembra. Caminó lentamente y sin que le molestara nuestra presencia, se dirigió en diagonal a la casa y estuvo con nosotros 4 minutos. Eso era de la casa hasta la aguada, eran 12 metros. Yo creo que ese fue el momento más fascinante de mi vida, y yo sé que también la de Doris, porque bueno, hacía ella 9 meses que estaba trabajando como guardaparque y nunca pudo ver a este animal. Ja, Ricky, auf jeden Fall super klasse. Danke, dass du uns die Bilder zur Verfügung gestellt hast. Wir haben ja nur selber keinen Jaguar gesehen, also durch dich leider konnten wir sozusagen in unserem Video jetzt den Jaguar verwenden. Danke dafür. Me alegra que hayan decidido pasar por Paraguay y que hayan conocido un poco más de la cultura, de la población y la naturaleza. Los esperamos nuevamente pronto. Mi deseo de éxito y un buen viaje en este recorrido por Sudamérica. Ja, vielen Dank und adios. Hasta la próxima. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hey, Baby. Ja, Son las 5, vamos. ja, vamos.
Wir sind aufgebrochen, auf ins Pantanal. Sind heute Morgen ganz früh losgefahren, um 5, oder? Mhm. Wir wollten ja noch Jaguare sehen. Wir haben natürlich leider keinen Jaguar gesehen. Das wird später kommen. No es tan fácil, hay que tener un poco de suerte. Vamos a intentarlo otra vez, pero... Ja, so ist es eben, weil das Vieh ist ja nur auch nicht unbedingt, naja, wie soll man sagen, das läuft ja hier nicht rum wie Kühe, sondern ist vom Aussterben bedroht. Und naja, ist schon ein Glück im Leben, so einen Jaguar live zu sehen. Aber wir haben Affen gesehen. Wir haben unsere ersten Affen gesehen, ja, schon total schön. Gris. Como esto era más o menos. Ja, total niedlich. Also, und das erste Mal Live-Affen, ne? Also wild, dass wir sie wirklich sehen. Also vorher haben wir sie gefilmt und gehört, aber, also nicht gefilmt, aber so gehört und versucht zu filmen. Und jetzt haben wir sie entdeckt. Total geil. Schön. Jetzt haben wir noch so 90 Kilometer hier durch die Wildnis vor uns. Dann kommt Bahía Negra und dort beginnt das Pantanal. Und, ja, es visible un cambio de la... Ja, stimmt. Also man sieht es jetzt schon. Das ist wirklich feucht geworden. Es ist Gras bis an die Straße ran, nicht mehr so staubig. Riecht auch anders. Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Geschafft, voll cool. Wir sind in Bahía Negra gelandet am Rio Paraguay und das ist richtig cool. Wir haben ja auf dem Weg hierher die rote Leuchte gehabt, das heißt, wir haben irgendein Problem mit der Elektrik. Und jetzt kommt der Witz, gleichzeitig geht unser Drehzahlmesser stetig auf 6000. Das heißt, da wird irgendein Wackelkontakt sein, der gibt ein Signal. So, und dadurch spinnt der Drehzahlmesser. Das hatten wir schon mal, das ist relativ leicht einzukreisen, das Problem. Jetzt gehe ich davon aus, dass es die Magnete von der Lichtmaschine sind oder die Lichtmaschine selber, weil die völlig verdreckt ist, ja, völlig voller Sand. Darum kümmere ich mich jetzt und dann müssen wir auch irgendwie unsere Handys noch aufladen. Also wir sind ein bisschen disconnected und wir haben unser letztes Geld gerade eben ausgegeben. Wir haben nichts mehr. Die nächste Tankstelle ist in 150 Kilometern. Es ist noch ein Reservekanister, das sollte aber reichen. Ja, und hier können wir nicht mit Karte zahlen. Es gab für unsere letzten Guarani ein paar Tomaten, ein bisschen Milch und damit sind wir jetzt auch zufrieden. So. Während Björn versucht, das Problem zu lösen, schwimmen auf dem Fluss die Riesenotter vorbei. Es ist großes Glück, sie hier zu sehen. Auch wenn das Problem nicht gelöst ist, entscheiden wir, in den Nationalpark zu fahren. Das wird uns später noch zum Verhängnis werden. So, dann wollen wir doch mal schauen. Nee, das Problem ist nicht gelöst. Hast du fein gemacht, Nando. Wir folgen dem Parkranger Pedro durch die Wildnis. Diesen Weg gibt es noch nicht lange und er ist für Besucher normalerweise geschlossen. Der Ort, zu dem wir wollen, ist eigentlich nur mit dem Boot erreichbar.
wir haben es geschafft. Wir sind im Paradies gelandet. Direkt im Pantanal. Tres Gigantes, Naturschutzgebiet. Wir sind direkt am Rio Negro. Auf der anderen Seite, 20, 30 Meter weiter ist Bolivien. Und wir sind hier völlig alleine, weil hier zwar halt zu ist. Also hier sind nur die Parkranger und wir. Und danke an unseren Parkranger-Kumpel Eli. Ohne den wären wir hier nicht reingekommen. Und die haben uns echt abgeholt und bis hierher gefahren. Und das waren immerhin 23, 24 Kilometer. Also wirklich, also die übelste Straße. Aber es hat sich gelohnt, weil das ist echt der absolute Traum. Das ist wunderschön, wunderschön. Hier vor uns schwimmen Krokodile rum. Die legen sich hier in die Sonne zum Trocknen. Das ist Wildnis pur, da kommt nichts mehr, da ist einfach nichts mehr. Und hier bauen die so eine Lodge, oder die ist schon länger, die wird nur renoviert. Aber weil die renoviert wird, ist hier eben keine. Deswegen haben wir den Ort für uns alleine. Die Chance, die hat man nur einmal im Leben. Und die Chance nehmen wir mit. Morgens sollen hier Affen kommen. Man hört es hier auch, ist alles voller Papageien. Das ist echt wunderschön. Die sind völlig im Arsch. Was gibt's? ¿Qué hacemos? Alguna ensalada con lo que hay. Tomate, garbanzo, cebolla. No, wir haben ja nicht mehr viel, aber das, was wir haben, gibt's jetzt einfach. Ja. Da freue ich mich drauf. Das ist ein männlicher Brüllaffe. Wir haben Glück, dass er uns am Morgen besuchen kommt. Sí, ahora vamos. Ja, voll krass. Das ist das geilste Abenteuer ever. Im Pantanal, auf dem Rio Negro, mit dem Paddelboot. Hier gibt es Piranhas, hier gibt es Krokodile.
Zwischen Krokodil und Piranha. Genau, zwischen Krokodil und Piranha, sagt Alessandra. Mann, ey, echt krass. Auf jeden Fall hätten wir uns nie träumen lassen, dass wir hier paddeln gehen können. Und wir haben so ein Glück, dass wir die Ranger kennengelernt haben in Agua Dulce. Und nur deshalb können wir hier sein. Und es ist hier so wunderschön. Es ist nur Natur, man hört nichts anderes. Man hört Affen schreien, man hört alles, das ist geil. Das ist echt wunderschön, ja. Tenemos mega suerte, baby. Das Allerkrasseste ist aber, wir sind komplett alleine. Hier ist kein Guide, kein gar nichts. Wir konnten uns einfach das Boot nehmen und losfahren. Und jetzt treiben wir gerade nach Bolivien. Da ist Paraguay, da ist Bolivien. Und wir treiben gerade mit dem Wind nach Bolivien rüber. Wir machen gerade einen illegalen Grenzübertritt. Ist ja geil, echt. Ach ja, auf der Seite sind haufenweise Wildschweine. Guck mal, ob wir welche entdecken. Auf nach Bolivien. Steuermann nach rechts. Ja, sehr gut. Ahora tira el ba. Sí, perfecto, perfecto. Yes, it is. Yes, it is. Perfecto. Ich komme. Hey. Auch die schönste Zeit geht zu Ende. Wir müssen hier weg. Kein Wasser mehr, kein Geld, kein Essen. Wir sind wirklich platt und wir haben Probleme, das Auto zu starten. Wir haben es jetzt eine ganze Weile probiert. Irgendwas stimmt nicht, es riecht komisch. Wir haben jetzt einen Motor hinten offen. Versuchen es jetzt nochmal. Mal schauen, was... Ja, keine Ahnung. Also irgendwas stimmt nicht. Bist du bereit, Alessandra? Jo. So. Ja, cool. Ey, Mira, keine rote Leuchte mehr. Die rote Leuchte ist weg. Warte, ich gucke. Apaga el motor, sale humo! Was? Rauch? Mann, scheiße, echt! Scheiße!